Lieber Walter Feichtinger, du bist Brigadier beim österreichischen Bundesheer, ein national und international renommierter Experte in Sicherheitsfragen. Die Welt soll sicher sein, nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Was hältst du für wichtige Konzepte auf politischer Ebene, um die Welt sicher zu halten? Die größte Herausforderung sehe ich darin, dass man auf globaler Ebene wieder miteinander vernünftig reden kann. Leider hat die UNO hier ein bisschen an Gewicht verloren. Das sollte sich wieder ändern, aber es gibt ja auch andere Gesprächsformate. Man kann nicht direkt miteinander reden. Und das sehe ich eigentlich als die größte Herausforderung, weil zum Beispiel zwischen Europa und Russland das Vertrauen weg ist. Das muss man neu aufbauen. Das war damals in den 90er Jahren, nach dem Kalten Krieg, da war es möglich, das sollte heute wieder möglich sein, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass beide Seiten hochzurüsten beginnen. Das ist aber auch natürlich zwischen Amerika und China und Russland. Und in diesem ganzen Konzert fehlt mir eigentlich derzeit der intensive politische Dialog. Und es gibt ja gemeinsame Herausforderungen. Soll man im Weltraum zum Beispiel aufrüsten oder soll man das verbieten, ganz rigoros? Wie schaut es aus mit der Sicherheit und der Sauberkeit der Meere? Das sind ja globale Herausforderungen. Luft, Klima, alles Mögliche. Und das wäre genau die Zeit, wo die großen Akteure miteinander reden müssen. Das kann die UNO nicht alleine machen, weil da müssten ja die Großen dabei sein. Also es gibt viel zu tun, aber dieses Vertrauensverhältnis muss wieder aufgebaut werden, damit sie drüber reden. Im Kleinen heißt es, jeder muss sich dessen bewusst sein, dass Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben da ein bisschen gelebt in diesem Denken hier, gerade in den 90er, 2000er Jahren, wo man geglaubt hat, Sicherheit gibt es zum Nulltarif und es ist immer alles in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung, das wissen wir heute und dessen müssen wir uns schon bewusst sein. Sicherheit ist nicht selbstverständlich, man muss etwas dafür tun. Was kann der Einzelne tun dafür? Einfach einmal in seinem Umfeld auch schauen und dieses Sicherheitsbewusstsein fördern. Also es ist wichtig, dass Österreich und Europa sicher sind. Es ist auch wichtig in meinem Alltag, da schaut man noch drauf, die Autoversicherung zahlt jeder und auch die Brandschutzversicherung, das zahlt ja jeder. Aber es geht auch um die Sicherheit Österreichs, um die Sicherheit der Gesellschaft und eben Europa, weil um Europa herum sind schon riesige Herausforderungen, würde ich einmal sagen. Ja, wir sehen die Konflikte im Nahen Osten, in Nordafrika. Diese Umbruchssituation hat sich noch lange nicht so weit gefestigt, dass man sagt, das ist wieder stabil. Dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen braucht man sich nicht fürchten, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass hier für Sicherheit etwas zu tun ist. Ich sage immer, die blauäugigen Optimisten tun zu wenig, die Pessimisten, die reden alles schlecht und Possibilisten sind die sagen, es geht, aber es muss was getan werden. Herzlichen Dank für deine Expertise. Dankeschön. Bitte, sehr gerne.